Aditya-hridayam punyam sarvashatru vinashanam jaya vaham japam nityam akshayam paramam shivam Om. The meaning of life is death, and the meaning of death is life. Unless you understand life, you won't understand death. Unless you understand death, you won't understand life. Kriya Yoga is a practice which makes you experience in the body of life an outer body experience of death. Unless you know both the experiences, you cannot become a perfectly enlightened master. You have to know life and death, and this can be known by the sincere practice of Kriya Yoga. Death is the gateway to enlightenment, but it is not an extinction of life. It is expanding from a limited life to a more expanded awareness of God. The gates of death are passed through the third eye. How is it? How do you feel when you die? I've got this feeling. Now I feel like this. When I go into death, I feel that I've woken up from sleep into a beautiful day. Death is like waking up from sleep. Your life is like a sleep. You are sleeping in materialism. Fighting, quarreling, money, wealth, sex, name, fame. All that is not God. Can't give you a vision of God. Maybe there are aspects. When you pass from this life and you die, you awake. Death is another form of life. Death is another form of life. Do you understand? So the purpose of life has to be combined. Life and death, or birth and death. When you birth, you can die. Birth and death are two chapters of the life story. And if you want to, and you, as the river of livingness and life flow on, you have had many births and many deaths, but you have remained the same. That is the story of life, that you are immortal. Birth comes, death comes. Birth comes, death comes. But you have always been the same through many births and deaths. Many births and deaths have I, but I am always the same. So do not be afraid of death and face life. They are two sides of the same coin. Also die Frage richtete sich nach dem Sinn des Lebens und Satgurunath sagte, den Sinn des Lebens kannst du erst dann erkennen, wenn du den Sinn des Todes verstanden hast, und den Sinn des Todes erkennst du erst dann, wenn du den Sinn des Lebens verstanden hast. Beide beinhalten und bedingen sich gegenseitig. Und Satgurunath sagt, der Tod ist so etwas wie aufzuwachen, wirklich zu erwachen. Wenn Satgurunath sich quasi öffnet in Samadhi, dann geht er durch die Pforten des Todes ins Licht. Und das ist so etwas wie Erwachen, weil derzeit führen wir eher ein Leben wie im Schlaf. Wir sind komplett hypnotisiert von diesen Dingen, die für uns wichtig zu sein scheinen, wie Geld, Ruhm, Sex, einen guten Namen zu haben und diese ganzen Dinge. Und die können uns vielleicht kleine Aspekte Gottes mal kurz beleuchten, aber letztendlich keine Erfahrung Gottes machen. Und in dem Moment, wo wir sterben, hört das alles auf und wir öffnen uns für das Licht. Und das ist der Grund, warum die Erfahrung des Todes überhaupt die Erfahrung des Lebens richtig ermöglicht. Geburt und Tod sind nur verschiedene Kapitel in dem Lebensstrom eines Individuums, einer individuellen Seele. Ihr seid ja alle schon häufig geboren worden und seid auch häufig gestorben und letztendlich seid ihr durch alle Leben hindurch immer dasselbe Bewusstsein geblieben. So the human being is scared of the unknown. Das menschliche Wesen hat Angst vor dem Unbekannten. We are scared of death because of two factors. Aus zwei Gründen haben wir Angst vor dem Tod. One is the unknown, we do not know what is going to happen to us after death. Zum einen ist es das Unbekannte, weil wir nicht wissen, was nach dem Tod passiert. And the second scare is identity crisis. We will lose our identity. Und der zweite My son, my child, my car, my bank balance, my money, my girlfriend. I will lose them, so you are trying to grip on to these material desires. That is the fear of losing your identity.
Und der zweite Grund der Angst besteht darin, dass wir unsere Identität verlieren. Wir verlieren uns selbst, unseren Körper, unser soziales Umfeld, Freundinnen, unser Konto, unser Auto. Alles verlieren wir. Und darin besteht die zweite Angst. But I tell you, do not fear. Aber Gurnath sagt, habt keine Angst. For every night when you sleep, you lose your identity. Denn jede Nacht, wenn ihr schlaft, verliert ihr ja schon eure Identität. That definitely deserves a clap. Das verdient einen Beifall. I have solved one of your greatest problems. Gurnath hat eins eurer größten Probleme gelöst. Every night you die. Jede Nacht sterbt ihr ja. You are getting a dreamless sleep. Ihr erfahrt dann auch den traumlosen Schlaf. But you are so used to it that you think it is different from death. It is not. Und ihr seid so daran gewöhnt, dass ihr glaubt, das sei etwas anderes als der Tod. Aber das ist es gar nicht. Death is the permanent experience of this temporary experience you're getting every night. Der Tod ist eine dauerhafte Form der Erfahrung, die ihr jede Nacht habt. So if you practice keeping awake while your body sleeps, Und wenn ihr es praktiziert, wach zu bleiben, während euer Körper schläft, then you will know the mystery of life and death. dann werdet ihr in das Mysterium des Lebens und des Todes eintreten. Let your body go to sleep. Yes, Euren Körper schlafen und bleibt wach. that's good. You got it. So that's what I have to say. That do not be afraid of death. Seid also nicht, It comes to embrace you, to take you to a better life. habt keine Angst vor dem Tod. Er kommt, um euch zu einem besseren Leben zu führen. The better life in the hereafter. Zu einem besseren Leben danach. So don't be afraid. I'm telling you, don't be. And do Surya. The people who are the Hamsacharyas here, Claudius and all, teach him the sun. I drink. Let the sun come in here and get into your heart and give you courage. Surya is the answer. You won't fear death. We are teaching a technique called Surya, Hamsa Surya. The sun and yoga. And if you learn that, you will remove all fear. Right? Next. Macht die Surya-Praxis und lasst die Sonne die Angst in deinem Herzen wirklich auflösen. Alak Niranjan Bolo Shri Satgurunath Maharaj Ki Jai.